Ja, in der heutigen Folge fahren wir an der T13 los, durch den Hatzenbach, über die Quiddelbacher Höhe und landen am Flugplatz. Wir beginnen unsere Runde auf der Nordschleife im Nassen. Los geht's an der T13. Wenn wir dann über diese Kuppe kommen, können wir rechts so ein bisschen ausholen, um auf den anderen Asphalt zu kommen. Dort haben wir Grip, wir können einlenken und es geht rein in den Hatzenbachbogen. Raus beschleunigen bis hoch in den 5. Gang, ganz kurz. Es wird angebremst, es geht rein in die ultraschnelle rechts. Hier müssen wir darauf aufpassen, dass wir nicht auf der Ideallinie fahren, sondern immer leicht versetzt. Das heißt mit der linken Seite runter von der Ideallinie, um dort Traktion zu haben. Durch die schnelle rechts hindurch muss man aufpassen, dass man nicht wieder zu früh ans Gas geht. Sonst kriegen wir mit einem Fronttriebler untersteuern, mit einem Hecktriebler kriegen wir dort an der Stelle gerne mal übersteuern, weil wir da wieder auf die Ideallinie kommen. Bevor wir auf die streckenspezifischen Punkte eingehen, müssen wir natürlich bei der Basis anfangen. Die Fahrphysik spielt eine große Rolle bei dem Befahren einer Rennstrecke. Es wirken verschiedene Kräfte auf das Auto bzw. das Fahrzeug kann verschiedene Kräfte auf die Fahrbahn übertragen. Im klassischen Sinne erklären wir das immer ganz gerne mit dem sogenannten Kamm'schen Kreis, den wir hier vor uns sehen. Dieser ist unterteilt in der Längsrichtung, Kräfte der Beschleunigung und Bremskräfte, als auch in der Querrichtung, nämlich unsere sogenannten Lenkkräfte. Wenn ich beide Kräfte addiere, nämlich die Beschleunigungskraft und die Lenkkraft, kann ich hier eine resultierende Kraft aus beiden ermitteln. Diese darf allerdings nie größer sein als der sogenannte Kamm'sche Kreis, nämlich die maximal übertragbaren Kräfte eines Fahrzeugs auf die Fahrbahn. Wenn wir uns jetzt vorstellen, diese Größe des Kamm'schen Kreis beschreibt die maximalen Kräfte, die übertragbar sind im Trockenen. Viel Grip, maximale Lenkkraft möglich, bzw. maximale Beschleunigung möglich. Im Nassen sieht das Ganze schon anders aus. Da wird dieser Kamm'sche Kreis auf einmal kleiner. Ungefähr 50% von dem, was wir im Trockenen erleben. Auf Eis und Schnee wird das Ganze noch mal kleiner. Also wir können dort nur noch minimale Lenkbewegungen machen, ohne dass das Auto anfängt zu rutschen. Um das vielleicht bildlich mal zu erklären, habe ich was mitgebracht. Andi, leihen wir doch mal einen Finger. Der sogenannte Zeigefinger. Wenn wir uns das vorstellen, dieses Band beschreibt die maximal übertragbaren Kräfte. Also das ist unser Kamm'scher Kreis. Unterteilt in Beschleunigungskraft und Lenkkraft. Im Trockenen kann ich entweder maximal beschleunigen oder maximal bremsen. Ja, das Ganze 50% weniger im Nassen. Jetzt werden die Lenkkräfte und Beschleunigungs- bzw. Bremskräfte deutlich kleiner. Ihr seht schon, ich kann deutlich weniger lenken bzw. bremsen oder beschleunigen. Auf Eis und Schnee wird das Ganze noch kleiner. Und wir sehen jetzt hier schon, das, was Andi letztes Jahr bei VLN 2 erlebt hat, wo das Rennen abgesagt worden ist durch Schnee. Ganz kleine Lenkbewegungen und schon fängt das Auto an zu rutschen. Also, es kommt sehr darauf an, wie feinfühlig ich mit dem Lenkrad umgehe, beziehungsweise wie feinfühlig ich am Gaspedal bzw. an der Bremse im Regen bin. Hatzenbach-Geschlängel selbst ist natürlich schwierig, da eine vernünftige Regenlinie zu fahren, weil ich muss zu oft ja, die Richtung ändern. Also jedes Mal kreuze ich auch den Gummi, ich kreuze jedes Mal die trockene Ideallinie, dementsprechend sehr, sehr rutschig. Den Curb kann man auch da wieder im Nassen mitnehmen, alles was geht. Wir sind hier kurz mal stehen geblieben im Hatzenbach-Geschlängel, das Ausgang davon, der Ausgang. Und hier sieht man, haben wir vor vielen, vielen Jahren mal einen Streifen neu asphaltiert. Der ist so ein bisschen breiter wie ein Auto. Die Gemeinheit war aber die, es war nicht ganz die Ideallinie. Das heißt, man musste hier sogar ein bisschen weiter innen rausfahren, um diesen Asphalt zu treffen. Das wird uns gleich noch ganz oft wieder begegnen im Verlauf der Runde. Du musst einfach wissen, wo ist welcher Typ Asphalt und wie alt ist dieser Asphalt. Daraus ergibt sich das einfach, wo die Haftgrenze denn dann liegt und dazu später mehr. Ganz genau. Neuer, frischer Asphalt ist in der Regel etwas grober, etwas
grobkörniger, sodass der Reifen sich dort ein bisschen mehr reinfressen kann. Mit der Zeit, je öfter die Rennautos und auch die Straßenautos hier im E-Pool drüber fahren, wäscht sich dieser Asphalt aus und es wird wieder angeglichen an den bis dato liegenden Asphalt. Und dann geht es Richtung Hocheichen. Hocheichen ist eine Stelle, wo es traditionell einfach immer sehr, sehr, sehr lange nass und feucht und rutschig bleibt. Die hohen Eichen, die da stehen, wie der Name schon sagt, sorgen auch dafür, dass wir immer wieder auch Nadeln auf dem Asphalt haben. Also da ist die Strecke auch gerne mal ein bisschen dreckiger. Und das kann man sich vorstellen, dass Nadeln plus Eifler Regen, dass das auch eine sehr, sehr rutschige Kombination ist. Hocheichen selbst bremse ich deswegen ein bisschen weiter innen an. Den Curb, auch da auf der rechten Seite, kann man im Nassen wunderbar mitnehmen, weil du positionierst dich wieder für die Linkskurve raus. Wir kommen dann aus dem Hatzenbach raus. Es geht runter auf eine etwas längere Gerade in Richtung Quiddelbach. Auch hier ist es wichtig, rausbeschleunigen auf die lange Gerade, früher ans Gas, versuchen so wenig Wheelspin wie möglich zu haben, mit einem Fronttriebler eher einen Gang höher fahren, als man denkt, um halt weniger Schlupf zu haben. Bei einem Hecktriebler genau das gleiche, damit wir kein ausbrechendes Heck haben, lieber einen Gang höher fahren, früher ans Gas und mit Drehmoment aus der Kurve raus. Voll fokussieren und unser Blick geht dann schon runter zur Quiddelbacher Brücke bzw. dann auch schon hoch Richtung Flugplatz. Eine Info für euch, auf der Quiddelbacher Brücke steht gerne mal Wasser. Ja? Je nachdem wie viel es regnet, steht dort Wasser, seid da bitte vorsichtig, insbesondere mit heckgetriebenen Fahrzeugen, dass euch dort das Heck nicht ausbricht. In der nächsten Folge fahren wir durchs Schwedenkreuz, über Arenberg, in die Fuchsröhre hinein und enden am Adenauer Forst.